Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Anne Gellinek. Guten Abend. Lange Zeit galten die Männer, die seit heute in Stuttgart vor Gericht stehen, als nette Onkels mit ein paar skurrilen Ideen. Bis die Polizei Anfang Dezember 2022 eine groß angelegte Razzia in der sogenannten Reichsbürgerszene unternahm. Seither wissen wir, dass die netten Onkels Umsturzfantasien anhingen, jede Menge Waffen besaßen und zum Teil auch bereit waren, diese einzusetzen. Sie glauben, dass Deutschland von einer geheimen Macht kontrolliert werde und an Tag X befreit werden müsse mit Gewalt. Mit dabei ehemalige und noch aktive Militärs, eine Ex-AfD-Abgeordnete, ein Adeliger. Sarah Tacke berichtet über den Auftakt zum wohl größten Staatsschutzprozess in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie hatten schon Zugang zum Deutschen Bundestag, sollen hier vieles ausgekundschaftet haben. Ihr Plan? Den Bundestag stürmen, Politiker festnehmen und auch töten, um die Macht in Deutschland zu übernehmen, so der Vorwurf der Anklage. Der beabsichtigte Umsturz sollte dabei nicht nur durch einen Sturm auf den Deutschen Bundestag, sondern insbesondere durch zahlreiche sogenannte Heimatschutzkompanien erfolgen. Hierzu sollten insbesondere lokale Repräsentanten der bestehenden staatlichen Ordnung beseitigt werden im Rahmen sogenannter Säuberungsaktionen. Dies schloss deren Tötung mit ein. Was verrückt klingt, war wohl eine ernstzunehmende Gefahr. Denn zu den mutmaßlichen Verschwörern gehören ehemalige Militärs und Elitesoldaten der KSK. Sie sollen sich über 1,5 Jahre vorbereitet haben. Mehr als 1200 Waffen, mindestens 148.000 Schuss Munition und Nachtsichtgeräte, schusssichere Westen, Handfesseln gehortet haben. Das ist eine wirklich neue Qualität von terroristischem Netzwerk, was wir dort vorfinden. Vor allen Dingen gefährlich, mit sehr vielen Waffen ausgestattet. Mit einer der Waffen, einer halbautomatischen Schnellfeuerwaffe, soll einer der Angeklagten hier in Reutlingen, Baden-Württemberg, im März vor einem Jahr bei einer Wohnungsdurchsuchung aus nächster Nähe gezielt fast 20 Mal auf Spezialkräfte der Polizei geschossen haben. Einen Beamten verletzte er dabei schwer. Das Verfahren ist das erste in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte, wo ein Umsturzversuch, der unsere demokratische Ordnung beseitigen sollte, tatsächlich schon so weit gediehen ist, dass Waffen gehortet worden sind, dass konkrete Umsturzpläne geschmiedet worden sind und dass diese auch schon zum Teil in die Tat umgesetzt worden sind. Insgesamt müssen sich 26 mutmaßliche Verschwörer fast zeitgleich an 3 Oberlandesgerichten verantworten. In Stuttgart begann heute der Prozess gegen den sogenannten militärischen Arm mit 9 Angeklagten. In Frankfurt wird im Mai 9 weiteren Angeklagten der Prozess gemacht, darunter die mutmaßlichen Redelsführer Prinz Reuß und die ehemalige Richterin und AfD-Bundestagsabgeordnete Malzack-Winkemann. Und in München sind 8 weitere mutmaßliche Verschwörer angeklagt. Es gibt jede Menge Kommunikation zwischen den Beteiligten. Es gibt 400.000 Blatt Ermittlungsakten. Es gibt eine 600 Seiten starke Anklage, sodass man davon ausgehen wird, dass das Verfahren zwar lange dauern wird, dass aber am Ende eine Verurteilung der Angeklagten wegen dieses Umsturzversuchs stehen könnte. Die angeklagten mutmaßlichen Terroristen heute hinter Panzerglas. Der Aufwand, den der Rechtsstaat betreibt, enorm, aber zwingend. Denn es muss die individuelle Schuld von insgesamt 26 mutmaßlichen Verschwörern aufgeklärt werden. Und damit auch geklärt werden, ob der größte Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik verhindert wurde. Urteile werden frühestens in einem Jahr erwartet. Darüber wollen wir reden mit dem Journalisten und Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit. Guten Abend nach Hamburg. Einen schönen guten Abend, Frau Gellinek. Sind diese Mammutprozesse gegen die Reichsbürger jetzt das Ende der Gruppe oder bleibt sie weiter gefährlich? Die Prozesse sind tatsächlich das Ende der Gruppe, aber es ist nicht das Ende dieser Bewegung. Wir gehen von ca. 23.000 Menschen aus, die Reichsideen anhängen. Davon sind mindestens 1.250 auch Rechtsextreme. Und es ist wirklich zu befürchten, dass zwar dieser Prozess läuft, aber sich weitere Personen in diesem Spektrum radikalisieren können. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit den Reichsbürgern. Was für Leute fühlen sich denn von dieser Bewegung angezogen? Wir haben von Militärs gehört, die da Mitglied sind. Was für Leute interessieren sich für die Reichsbürger?
Die Person kommt tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft. Und Reisideen haben gerade in den letzten Jahren im Querdenkenspektrum einen enormen Zuspruch erfahren, sodass wir mittlerweile von einer Mischszene ausgehen. Reichsbewegte und Querdenkende, die die Delegitimierung des Staates vorantreiben und offensichtlich eben auch bereit sind, am Tag X Anschläge zu verüben. Gerade die Gruppe, die jetzt vor Gericht steht und die folgenden Prozesse, zeigt ja ganz deutlich, dass es hier eine Mischung von verschiedenen Personen gibt. Und man muss auch ganz deutlich sagen, dass in den letzten Jahren diese Bewegung, die meistens eher früher von älteren Männern getragen worden ist, eine Verjüngung und eine Verweiblichung erfahren hat. Es gibt ja bestimmte Gemeinsamkeiten zu anderen Extremisten, zum Beispiel das Misstrauen in staatliche Institutionen, die Verschwörungserzählung. Gibt es Verbindungen, sehen Sie Verbindungen zu anderen extremistischen Organisationen? In den letzten Jahren konnten wir das leider sehr genau beobachten, dass eben eine Mischszene entstanden ist, wo Reichsbewegte, Querdenkende und Rechtsextreme zu den verschiedensten Anlässen gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Anfänglich war es wegen den Pandemiemaßnahmen, dann später tatsächlich auch wegen dem Krieg in der Ukraine. Und momentan erleben wir das auch ein wenig mehr und mehr im Kontext der Auseinandersetzung in Gaza. In den Telegram-Kanälen konnte man vorher aber schon sehen, dass sie ein anderes Thema auch mehr und mehr in den Vordergrund gehoben haben, nämlich, wie Sie das nannten, den Gender- und Klimawahnsinn. Auch da hatte man gesehen, dass dieses Spektrum sich über neue Themen annähert und radikalisiert. Das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was die AfD macht. Ist diese Abgeordnete der AfD ein Einzelfall oder gibt es auch da Verbindungen zu dieser Partei? Ja, man muss ja ganz deutlich sagen, dass die AfD die Distanz sucht. Aber tatsächlich erleben wir immer wieder in verschiedenen Bundesländern, dass es sehr wohl engste Kontakte zu Führungskreisen der AfD mit Reichsbewegten gibt. Die Abgeordnete, die im Bundestag saß, gehört nun wirklich zu diesem harten Kern dieses terroristischen Netzwerkes, das aufgeflogen ist. Und da sieht man eben auch, dass innerhalb der AfD Personen offensichtlich so weit gehen, in anderen Strukturen dann eben auch Terroranschläge mitzuplanen. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, dass Russland und China durchaus Bewegungen unterstützen, die die Spaltung und die Polarisierung der deutschen Gesellschaft vorantreiben. Gilt das auch für die Reichsbürger? Haben die auch die Nähe zu Russland gesucht? Die suchen seit Jahren die Nähe zu Russland und tatsächlich ist ja auch einer der Personen, der verdächtigt wird, in diesem Spektrum mit dabei gewesen bei der Planung, dass man versuchte, in den russischen Seeraum einzudringen, um dann Kontakte zu Putin zu knüpfen, der dann später sozusagen die neue Regierung legitimieren sollte. Auch das klingt alles ein bisschen wirr, aber ich warne davor, diese Wirrnis darf nicht dazu dienen, dass man die Radikalisierung ausblendet, die in dieser Bewegung so massiv da ist. Die Pathologisierung von sozialen politischen Bewegungen ist auch immer wieder eine Relativierung deren Radikalität und auch deren Ideologie. Sagt Andreas Speit, Journalist und Kenner der Reichsbürgerszene. Herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend nach Hamburg. Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend. Das Interview haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat also eine härtere Gangart gegen extremistische Strukturen angekündigt und meint damit die Reichsbürger. Extremisten dürften sich in Deutschland nicht sicher fühlen. Tun sie aber, so wie am letzten Wochenende in Hamburg. Über 1000 Islamisten demonstrierten im Stadtteil St. Georg und bekannten sich dabei zum sogenannten Kalifat, also der Herrschaft der Scharia, des islamischen Rechts. Im politischen Berlin herrscht nun Empörung quer durch alle Parteien. Der Ruf nach Konsequenzen wird laut. Das Problem? Auch die Forderung nach einem Kalifat könnte unter die Meinungsfreiheit fallen. Und der Anmelder der Islamistendemo ist deutscher Staatsbürger. Klaus Brodbeck berichtet. Hamburg, St. Georg am Samstag. Stürzt die Wertediktatur, skandieren sie, gefolgt vom Ruf, Allah ist groß. Und es folgen deutlich aggressivere Töne. Wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, würdet ihr für das, was eure Eltern vorausgeschickt haben, zur Rechtswirtschaft gezogen! Heute sind wir Muslime das Feindbild. Morgen bist du es. Die Empörung 2 Tage danach enorm. Was dort zum Teil gerufen wird, ist völlig inakzeptabel. Und ich will das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft. Eins muss klar sein, alle Straftaten
überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden. Organisiert wurde die Demo vom Umfeld der Gruppierung Muslim Interaktiv. Dies ist eine ihrer führenden Figuren. Wahrlich, das Falsche ist dazu bestimmt, dahin zu gehen. Muslim Interaktiv hetzt gegen deutsche Medien, verbreitet islamistische Propaganda über soziale Medien. Sie hat ideologische Nähe zur verbotenen Hizb ut-Tahrir, behauptet, Muslime würden in Deutschland staatlich gesteuert unterdrückt. Der Verfassungsschutz hat sie im Blick, dennoch können sie fordern Kalifat statt Rechtsstaat. Wem das lieber sei, stehe es frei auszuwandern, reagiert der Justizminister. Hamburgs Behörden sahen keine Möglichkeit, die Demo zu verbieten, obwohl sie die Gruppe auf dem Schirm haben. Bei dieser Versammlung haben wir wirklich intensivst nach rechtlichen Möglichkeiten gesucht. Die gab es nicht. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht andere Möglichkeiten haben. Wir haben schon Social-Media-Kanäle abgeschaltet bekommen. Wir haben Durchsuchungen durchgeführt bei den Hauptakteuren. Es sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und wir werden alles, was es an rechtlichem Spielraum gibt, hier ausschöpfen. Die CDU fordert das Verbot von Muslim Interaktiv und kritisiert die Bundesinnenministerin. Es kann nicht sein, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, die Scharia ist mehr wert als das Grundgesetz. Das muss aufhören und da ist sie in der Verantwortung und muss liefern. Sie wissen, dass mein Haus solche Verbote prüft und vorher nicht drüber redet. Heute jedenfalls nicht. Und im Heute-Journal-Update sehen Sie dazu noch ein Gespräch mit dem SPD-Innenexperten Dirk Wiese. In Israel hoffen die Angehörigen weiter auf die Freilassung der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Und damit beginnen die Nachrichten von Hanna Zimmermann. In Riad und in Kairo gab es heute neue Anläufe, um eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der israelischen Geiseln zu erreichen. Zu den Gesprächen im saudischen Riad war unter anderem US-Außenminister Blinken angereist. Dieser forderte die radikal-islamische Hamas auf, ein neues israelisches Angebot für eine Waffenruhe umgehend anzunehmen. Soll unter anderem den Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene umfassen und einen Waffenstillstand von 40 Tagen vorsehen. In Ägyptens Hauptstadt Kairo berät aktuell eine Delegation der Hamas über den Vorschlag. Die US-Regierung hat 5 Einheiten der israelischen Armee schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeworfen. Die Verstöße hätten sich bereits vor dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober ereignet, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. 4 von 5 betroffenen Einheiten hätten bereits korrigierende Maßnahmen ergriffen, um US-Sanktionen zu vermeiden. Der spanische Ministerpräsident Sánchez hat angekündigt, dass er im Amt bleiben will. Vergangenen Mittwoch hatte er wegen einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau mit einem Rücktritt gedroht und sich für eine 5-tägige Bedenkzeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Vorwürfe gegen seine Frau bezeichnete Sánchez heute als Schmutzkampagne. Eine als sehr rechtsgerichtet eingestufte Organisation hatte die Anzeige erstattet und später erklärt, sie basiere auf Medienberichten, die durchaus falsch sein könnten. Bei seinem Besuch in Kiew hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg die Hoffnungen der Ukraine auf einen baldigen NATO-Beitritt gedämpft. Dafür brauche es die Zustimmung aller 32 Mitgliedstaaten. Bis zum nächsten Gipfeltreffen im Juli erwarte er in der Sache keinen Konsens. Stoltenberg appellierte zudem noch einmal an alle Bündnispartner, mehr Munition und Flugabwehr an die Ukraine zu liefern. Im Zweifel solle Militärhilfe für die Ukraine den Vorzug vor der Auffüllung eigener Arsenale haben, so Stoltenberg. Nach der Tötung 2 ukrainischer Soldaten im oberbayerischen Murnau hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Am Samstag waren die beiden Männer vor einem Einkaufszentrum mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden und später verstorben. Sie hatten sich zur medizinischen Rehabilitation in Bayern aufgehalten. Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Polizei um einen 57-jährigen Russen handeln. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Dass Deutschland dringend Fachkräfte braucht, hat sich herumgesprochen. Gleichzeitig
hat Deutschland viele mögliche Fachkräfte, die aber nicht arbeiten. Denn über 1 Million Menschen, vorwiegend Frauen, sind in den letzten 2 Jahren aus der Ukraine zu uns gekommen. Aber nur jede 5. von ihnen ist berufstätig. Über die Gründe streiten die Experten. Ist es das im europäischen Vergleich großzügige Bürgergeld oder liegt es an der langwierigen Anerkennung von Berufsabschlüssen oder daran, dass Arbeitgeber perfekte Deutschkenntnisse verlangen? Ein Jobturbo müsse her, sagt der Bundesarbeitsminister und besuchte demonstrativ eine Frau, die es geschafft hat. Norman Odenthal. Ein Paradebeispiel für die Minister, bitteschön, da ist es. In dieser Kita in Neuss hat die Ukrainerin Alona jetzt einen Job gefunden als Betreuerin. Was hat gut funktioniert auf dem Weg in Arbeit, was war schwierig? Ich glaube, alles funktioniert gut. Also natürlich gibt es einige Momente mit Bürokratie, aber ja, das geht. Und prompt bekommt Alona eine Idee, wo es zum Beispiel hängt, wenn Zeugnisse nicht anerkannt werden. Die Minister sind schließlich vom Fach, einer im Bund, einer im Land. Manchmal sind diese Kompetenzen, Stichwort Bürokratie in Deutschland, zwischen Bund und Ländern verstreut. Bei sozialen Berufen ist es Ländersache. Und ich glaube, wir haben das gemeinsam in 16 verschiedene Curricula. Aber wir haben auch viel bundesgesetzlich geregelt. Auch. Also käme ich gleich ich noch glaube, zu. wir müssen in der Frage, glaube ich, auch auf beiden Ebenen noch mal gucken, ob das alles so sein muss, wie es bis jetzt. Auf jeden Fall. Denn auf jeden Fall könnte die Integration der geflüchteten Ukrainer in den deutschen Arbeitsmarkt runterlaufen. Seit Kriegsbeginn haben mehr als 160.000 in Deutschland einen Job aufgenommen. Fast 500.000 Erwerbsfähige jedoch beziehen Bürgergeld. Von allen erwerbsfähigen Ukrainern sind damit bei uns nur 20% beschäftigt. Das sieht in anderen Ländern anders aus. In Polen sind es etwa 65%. Zu Hause in der Ukraine war Marina Kosmetikerin. Hier in Katowice, Polen, fährt sie Straßenbahn, Vollzeit und geht nebenbei putzen. Denn vom Staat kommt wenig, es sind harte Bandagen. Wenn du keine Arbeit hast, hast du erstmal gar kein Einkommen. Das ist besonders mit Kindern sehr schwierig. Wir hatten Probleme, über die Runden zu kommen, weil wir unsere Miete bezahlen mussten. Machen es die Polen also besser, effektiver? Ist der deutsche Sozialstaat eine Jobbremse? Gerade das Bürgergeld ist in Verruf geraten, politisch umkämpft. Für manche Experten lenkt das nur vom eigentlichen Problem ab, dem stark regulierten Arbeitsmarkt mit schwer zugänglichen Jobs. Wir haben also gerade in diesen Berufen, über die wir sprechen, Medizin, Lehrer, Lastwagenfahrer, Apothekerinnen, haben wir einen großen Mangel an Arbeitskräften. Also von daher müsste es in unserem eigenen Interesse sein, diese Berufe zu öffnen und die Leute da einzustellen. Das ist der Weg und nicht die Diskussion ums Bürgergeld. Wir haben ungefähr 100 Auch der Arbeitsminister räumt ein, dass das deutsche System zu lahmarschig ist, um das norddeutsch zu formulieren. Er setze daher auf vereinfachte Vermittlung mit weniger Auflagen, Anforderungen. Jobturbo nennt er das. Soll helfen gegen Lahmarschigkeit. Und hier geht es jetzt noch mal weiter mit Nachrichten und Hannah Zimmermann. Und die beginnen mit Arzneimitteln, die immer noch knapp sind. Ja, Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten sind weiterhin ein Problem in Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck besucht deshalb heute und morgen wichtige Standorte der Pharmabranche. Die Schlüsselindustrie soll gestärkt werden. Das ist das Ziel der Reise. Frank Bethmann, wo liegen denn die Probleme der Branche und wie sollen sie gelöst werden? Naja, salopp formuliert produziert das Ausland kostengünstiger. Zudem hinkt Deutschland inzwischen auch in der Pharmaforschung hinterher. Das bürokratische Klein-Klein und die mangelnde Digitalisierung im Gesundheitswesen bremsen deutsche Firmen im internationalen Vergleich immer häufiger aus. Die Stärkung der heimischen Pharmaindustrie mit ihren über 128.000 Beschäftigten ist daher längst zu einer nationalen Aufgabe geworden. Deswegen besuchte Habeck heute zunächst das noch junge Biotech-Unternehmen Cedira, das den weltweit ersten Wirkstoff gegen Glutenunverträglichkeit entwickelt, sowie den etablierten Merck-Konzern. Nach dem Auftakt heute geht es morgen zu Betrieben in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Und auch dort dürfte Habecks Botschaft ähnlich lauten wie heute. Wenn man die Produktion in Deutschland stärken wolle, werde man nicht umhin kommen, diese Unternehmen auch finanziell zu unterstützen. Reichen denn die geplanten Maßnahmen aus, um die Engpässe tatsächlich zu beheben?
Finanzielle Unterstützung, bessere Rahmenbedingungen, das alles ist gut. Bei innovativen, bei künftigen Präparaten kann das der deutschen Pharmaindustrie helfen. Nicht jedoch, um den derzeitigen Medikamentenmangel zu beseitigen. Da reden wir nämlich oft von Generika und die fehlen, weil ihre Produktion in Billiglohnländer abgewandert ist. Heißt, bei den Nachahmerprodukten wird Deutschland vorerst auch weiterhin abhängig vom Ausland bleiben. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. Die Inflation in Deutschland ist im April konstant geblieben. Wie schon im März lag die Teuerungsrate bei 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigen vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamts. Damit ist der Abwärtstrend der vergangenen Monate vorerst gestoppt. Im April vor einem Jahr lag die Teuerung noch bei 7,2%. Eine Woche nach dem Verschwinden des 6-jährigen Arian in Niedersachsen hat die Polizei angekündigt, die Suchmaßnahmen vor Ort morgen einzustellen. Hunderte Einsatzkräfte und Helfer hatten in den vergangenen Tagen erfolglos die Umgebung nach dem autistischen Jungen abgesucht. Erst gestern beteiligten sich rund 1200 Personen an der bislang größten Suchaktion. Eine neu eingerichtete Ermittlungsgruppe soll nun das weitere Vorgehen koordinieren. In Kenia sind bei einem Dammbruch mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Etliche weitere Personen werden noch vermisst. Der Damm nördlich der Hauptstadt Nairobi war nach wochenlangem Regen gebrochen. Viele der Opfer wurden offenbar im Schlaf überrascht. Kenia wird seit Mitte März von ungewöhnlich heftigen Regenfällen heimgesucht, die auf das Klimaphänomen El Niño zurückgeführt werden. Nichts im Kino ist langweiliger als glückliche Paare. Die schönsten Liebesfilme sind ja die, die von der unglücklichen, der verpassten oder der vergangenen Liebe erzählen. Und niemand kann das schöner, melancholischer und zugleich hoffnungsvoller als das französische Kino. Am Mittwoch kommt ein neues Meisterwerk dieses Genres dazu. Zwischen uns das Leben von Stéphane Brisé. Das Setting: ein verschlafener Ort am Atlantik, ein erfolgreicher Schauspieler in einer Lebenskrise und eine Frau, die plötzlich wieder auftaucht. Unsere Filmkritikerin Nadja Nasser ist hin und weg. Es ist Nebensaison an der bretonischen Küste, als in dem verschlafenen Örtchen am Meer ein prominenter Gast ankommt und sich für eine Woche in einen Luxus-Wellness-Tempel einmietet. Wenn ich mir erlauben darf, das zu erwähnen, ich fühle mich sehr geschmeichelt, Sie begrüßen zu dürfen. Ich bewundere die Filme, in denen Sie mitspielen, sehr. Vielen Dank. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Mathieu ist ein beliebter Filmschauspieler, der endlich beweisen wollte, dass er auch auf der Theaterbühne bestehen kann. Aber kurz vor der Premiere hat ihn der Mut verlassen. Er ist einfach abgehauen und versteckt sich jetzt vor der Welt unter Algenpackungen und in Blubberbädern. Weißt du, man hat das Recht, Angst zu haben. Man darf Angst haben. Das, was du gemacht hast, hat keinen Stil. Ich finde dein Verhalten armselig. Aber seine Anwesenheit bleibt nicht lange geheim. Und hätten Sie was dagegen, wenn wir kurz ein kleines Foto machen, Monsieur? Nein, später wäre es vielleicht besser. Noch ein zweites? Als bekannt wird, dass er in der Bretagne ist, meldet sich seine alte Liebe bei ihm. Die Italienerin Alice lebt mittlerweile mit Mann und Kind in dem Küstenort. Das erste Wiedersehen nach 15 Jahren noch etwas distanziert. Und was läuft nicht so rund? Also, das hier schon mal. Siehst du es? Diese Geheimratsecken? Also, das kommt gleich hinter dem Klimawandel, natürlich. So schlimm nicht, aber schlimm genug. Es ist die Geschichte von zwei Menschen und diesem Moment im Leben, in dem man sich fragt, bin ich genau da, wo ich sein wollte? Bin ich mit der richtigen Person zusammen? Habe ich die richtigen Türen aufgeschlagen? Habe ich mich die richtigen Dinge getraut? Aber auch alte Wunden reißen wieder auf. Es ist eine gelungene Balance zwischen Melancholie, Romantik und Humor, die Stéphane Brisés Film so besonders macht. Weiß dein Mann, dass wir mal zusammen waren? Nein. Nur, dass ich mit jemandem zusammen war, der mich kaputt zurückgelassen hat. Außerdem mag er dich nicht als Schauspieler. Und das feine Spiel der Hauptdarsteller Guillaume Canet und Alba Rohrwacher.
Ich glaube, dass die meisten Menschen diese Gefühle nur zu gut kennen. Dass viele mit ihren verflossenen Lieben leben wie mit einem Geist. Was hätte alles werden können? Was würde ich diesen Menschen sagen, wenn ich ihn wiedersehen würde? Mich bewegt das sehr, denn auch ich habe das erlebt. Du nimmst. Du wirst weg. Du verschwindest. Zwischen uns das Leben ist ein klug und gefühlvoll erzählter Film über die Höhen und Tiefen eines Wiedersehens. Das war's von uns für heute. Hier kommt jetzt das Montagskino mit dem Krimi Die Spur der Knochen. Und Nazan Gökdemir meldet sich dann hier gegen 23:55 Uhr mit unserem Heute-Journal-Update. Bis morgen, wenn Sie mögen, und Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Guten Abend. 3 recht bewegliche Hochs und Tiefs namens Sven, Rainer und Dunja stehen einem recht stationären Tief namens Eva über den britischen Inseln gegenüber. Und wir hier in Deutschland liegen gerade an der Grenze. Das merken wir auch heute Nacht. Im Osten ist es nämlich klar, sonst gibt es viele Wolken. Und in Nordfriesland oder auch westlich des Rheins kann es etwas regnen. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf 13 bis 6 Grad. Und morgen ist es meist sommerlich warm mit Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad. An der Ostsee bleibt es kühler, das liegt am auflandigen Ostwind. Morgen gibt es viel Sonnenschein und nachmittags dann einige Schauer, vielleicht einzelne Gewitter ganz im Westen. Und dann kommt der 1. Mai, der bringt viel Sonnenschein bei 22 bis 29 Grad. Nachmittags drohen dann einige Schauer und Gewitter von Westen. So zieht es uns also wieder hinaus in die Natur, gerade zum 1. Mai. Da allerdings lauern die Zecken, die eindeutig vom Klimawandel profitieren. Inzwischen sind sie fast ganzjährig unterwegs, denn sie überleben problemlos, wenn es keine langen Kälteperioden gibt. Wärme aktiviert auch die Bakterien und Viren, die die Zecken mit einem Stich auf ihre Opfer übertragen. Gegen die von Zecken ausgelöste Hirnhautentzündung, FSME, nützt eine regelmäßige Impfung. Um uns vor Borreliose zu schützen, sollten wir Zeckenstiche möglichst vermeiden durch Kleidung, Verhalten und Schutzsprays. In FSME-Risikogebieten hilft das auch Ungeimpften. Denn etwa 3% aller Zecken infizieren uns mit Krankheiten. Guten Abend.